Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 31 von The Legend of Heroes Trails in the Sky the Third. Ja, was soll ich sagen, nach der enttäuschenden letzten Folge machen wir mit Enttäuschung weiter, denn es steht noch eine Tür bevor und vielleicht ist sie nicht ganz so lang, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich jetzt nicht vorab informiert, ich habe einfach nur geschworen, ich werde euch nie wieder versprechen, dass eine coole Tür kommt, wenn ich es nicht wirklich weiß, und da ich es nicht weiß, wird das jetzt so. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir auch noch ein bisschen in der Hauptstory vorankommen. Ich würde ganz gern dieses Labor hier heute noch beenden. Aber ey, schauen wir mal. Also gar nicht mehr lange palavern und rein da. Those who seek to enter this door must first overcome a trial. Should this fail to deter you, open the door and step inside. Okay, also eigentlich, das kann jeder machen. Ich bin mal gespannt, was das für eine Tür ist, Freunde der Sonne. Vielleicht ist die ja mal interessant im Gegensatz zu den anderen. Die war ja bislang so, naja halt, ne? Naja. Nun denn, dann wollen wir mal. Das heißt, jetzt wird erstmal eine Runde geballert. Es ist Overcome the Trial before you. Then I shall grant you a memory fragment and my blessing. Okay, genau, das kennen wir noch. Wir haben keine S-Craft. Das heißt, wir werden versuchen, möglichst schnell mit Analyze zumindest eine zu bekommen. Denn die hat aktuell die höchste Wahrscheinlichkeit, eine zu bekommen. So, und jetzt haben wir nämlich schon mal eine, mit der wir draufballen können. Hier in den alten Teilen ist es so gerade nachdem ich jetzt Kudo Kiseki durch habe, es ist wirklich so, man muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, weil hier eine S-Craft einzusetzen bedeutet noch deutlich mehr Nachteile, weil in Kudo Kiseki kann man teilweise sogar 2 S-Crafts hintereinander einfach einsetzen und wird nicht wirklich verzögert dadurch. Also man hat nicht wirklich einen Nachteil davon. Okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen herausfordernder, als wir das kennen. Aber guck mal, wir können ja auch noch das machen. Vor allem würde ich gerne mal wissen, Blue Ascension. Ja, ist bei denen völlig egal. Machen wir einfach so. Du auch. Dann machen wir Dark Matter. Haben wir nicht irgendwie, genau, hier ein Aerial zum Beispiel, wo wir auch mal mehrere treffen können, das wäre doch ganz fein. Du kannst da draufhauen, du wirst halt nichts treffen. Was machen wir mit dir, du kleiner Lurch? Hau mal drauf. Hey, es hätte klappen können. Okay. Kevin kann draufhauen, der kann alle einmal treffen, das ist sehr schön. Guck mal, da müssten doch auch welche kaputt gehen. Sehr, sehr schön. Ja, gut. Estelle kann gerade gar nichts machen. Das ist aber gar nicht schlimm. Jetzt kann sie was machen. Und ich würde tatsächlich auch diesen Hauptball angreifen. Einfach aus dem Grund. Der hat einfach am meisten Lebensenergie. Und wenn ich den irgendwie rauskriege, das wäre natürlich schon mal ganz geil. Ja gut, treffen wir auch nichts. Mal müssen wir auch einen Kyria-Baum hier aufbrauchen. Sonst wird halt nichts mehr. Guck mal, und Joshua ist auch dran. Der kann nämlich auch ganz gut alle gleichzeitig treffen. Sehr schön. Das ging doch. Zack, zack, zack. Das ging doch vergleichsweise schnell. Bin mal gespannt, ob die Zwischensequenz ebenfalls so schnell ist oder zumindest wahnsinnig interessant. Das würde mir schon reichen, ne? You've overcome the trial. Thus I shall grant to you a memory fragment and my blessing. Okay, give it to us. Hoffentlich. Bitte, 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 lass es cool sein. Es ist bleu blanc. Okay, es ist schon mal nicht uninteressant. Alles so was, so Hintergrundinfos zur Society und so. Es ist schon mal prinzipiell interessant. Moment. An investigative report on Phantom Thief B, his crimes, his history and his true identity. Imperial Chronicle Investigative T. Okay, krass, sie übertreiben es ein bisschen, aber zu Recht. Phantom Thief B has had quite the lengthy and productive career in thievery in the Empire, as the amount of records we have been able to find on his crimes proves beyond a doubt. From numerous paintings held in the Imperial Art Gallery to a Septian crystal held in the Empire's customs warehouse to even a cutting-edge tank held in an Imperial Army's research facility.
Nothing is truly safe when he desires to steal it. His conquests aren't limited to inanimate objects. He has been guilty of pretending to be a military officer and eloping with the wife of a marquis on one reported occasion. Oh Gott, lesen die schon wieder, ne? Da muss man noch mal wieder reinkommen. Yet, and this is perhaps the most baffling part, there's no concrete evidence to suggest he has profited from his exploits. Rather, the objects stolen usually end up in places so bizarre their owners are liable to faint upon hearing about them. In other cases, they are transformed into mirror, which is then rained down from the sky in areas largely inhabited by those less fortunate. Hearing this, one might be led to think him a vigilante thief who takes from the rich and giving to the poor, but make no mistake, the truth is not so simple. The wife of the Marquis discussed earlier is a fine example of that. As of this writing, it has been a little over half a year since the elopement took place. Since then, she has remained unaccounted for. Many of the items stolen by him may return to the public eye in some fashion, but not all. Between his eccentric techniques and bizarre behavior regarding the objects he steals, he might appear as though his thefts are purely whims and nothing else. Upon studying the overall picture and reviving the objects and indeed people in play, you begin to see that they all have one specific thing in common. Take the artworks stolen from the Imperial Art Gallery, for example. Each of them were works of pure genius painted by a master of their craft, but they gained a reputation for being too complex for the target audience of such works, the nobility, and were shamefully stored away instead of placed on display. Similar could be said of the Septian crystals. Known for its unparalleled beauty, after being seized by customs, it was sealed away in the warehouse and doomed never to be admired by human eyes again. The tank again is one more example, with its promising development cut short. Rather than be put to good use, it was left collecting dust. As an aside, the case of the Marquis's wife does contain some striking similarities. Despite marrying her, he devoted most of his attention to his concubines and barely spared a thought for her. In conclusion, we can see now that the underlying motive for his actions is finding objects of beauty that have been abandoned by the world and freeing them from their foolish owners. No matter how the world may see his crimes, his motive is clear. The truth of that is evident in the cards he leaves before committing his crimes. This is the so-called liberation of beauty mentioned upon each of them. Phantom Thief B steals not for money, but for an ideal he believes in. And it is in this fact, we believe, are clues to his true identity. Ja, jetzt wird es nämlich mal richtig interessant. Wer ist es denn? A number of valid theories have come about on the face behind our famed thief. Unfortunately, they are all as lacking in conclusive proof as they are numerous, so it is impossible to say whether any of them are actually correct. To complicate matters further, we now have even deranged individuals coming forward pretending to be him and allowing themselves to be captured by law enforcement. That is not to say, however, that none of the theories circulating are at all plausible. Here we will introduce 3 such theories which have developed significant followings and may not turn out to be too far from the truth. Yeah, alright. Theory 1. Amorous con artist X. X's personal history. X is known for his exceptional skill as a con artist, having faked his own identity in order to engage in romantic relationships with many noble women. He was as handsome as he was capable, and he was exceptionally proud in nature as well. Born to a poor family in the temperate South, he became used to stealing in order to make ends meet from a young age. According to testimony from a companion of his at the time, he was never once caught for such thefts. The reason X converted from being a common thief to a con artist is believed to have stemmed from falling in love with a noble woman, a woman of much higher social standing than he. The rule of aristocracy was absolute in the country he called home, and blessed romances between those of different classes unthinkable. With that in mind, he resolved to create a false identity in order to make his dream possible. Following his first rousing success, he came to do the same on a myriad of other occasions, indulging in one forbidden affair after another. It was a mere 10 years ago that he was arrested on suspicion of identity fraud, but he performed a miraculous escape from prison. Ever since then, his whereabouts have remained unknown. Thoughts
Both X's peerless skills as a thief and his interest in forbidden romance with noblemen sound remarkably like what we know of Phantom Thief B. Also worth noting is that despite using his abilities of deception to court those of vast wealth, he displayed virtually no interest in their fortunes. That is to say, he gained no financial benefit from his actions whatsoever. Instead, he simply lamented, ich weiß es gerade nicht, that he was unable to indulge in them because of something as trivial as his social class. We conclude that his attitude bears a striking resemblance to the thief's own views on beauty. Okay, Theory 2, Tragic Artist Epsilon. Epsilons oder Ys. Epsilon? Bin ich doof? Y. X. Y. Epsilon? Was ist... Leute... Y's personal history. Ich bin doch nicht doof, oder? Das ist doch Y. Y was an artist with a rather tragic past. Born to a middle-class family in the north, he was hired by an influential aristocrat, heute mit Aussprache, ihr könnt's vergessen, aber so ist das Leben manchmal, to be the personal artist producing many a stunning piece of work. However, it was later discovered that wasn't all he produced. On the contrary, he was also responsible for a number of counterfeit pieces. The one who hired him sought to profit through ill means thanks to his work, so he created such counterfeits under the noble's instructions. One day, however, Y suddenly left the noble's service. The reason remains unknown. This is where his tragedy begins. Immediately after leaving his client behind, Y received a terrible piece of news. His lover, the daughter of a respected family, had been killed in a traffic accident. While there's no evidence to prove as much, it is rumored that the noble may have had a hand in her death. Y was only spotted once more at his lover's grave before forever disappearing from the public eye. To those who knew his story, he became known as the truly tragic artist. Several years later, the noble was murdered. Thoughts? The story of Y still has severe unsolved mysteries surrounding it and has invited much speculation, both of which have likely led to the theory that he and Phantom Thief B are one and the same. Those aren't the only reasons, naturally. Phantom Thief B has been known at times to try and dispose of counterfeits, believing them to be false beauty. This has led to some belief that Phantom Thief B may be attempting to rid the world of counterfeits that he himself created. Lending further credibility to this is the discovery that the forgeries disposed of by Phantom Thief B were indeed the works of Y. Theory 3, Skilled Martial Artist Z. Z's personal history. The story of Z is significantly different from the other two potential identities we've proposed here, making this an unusual but still plausible possibility. Z was born in the Far East as the son of a famed military family. He was an attractive, delicately built young man, but he was far more skilled at martial arts than his frame would have suggested, being blessed with great natural talent. He is also said to possess a keen, sharp mind, and there was a mild air of arrogance about him too. Z was indeed blessed in nearly every way. He came from an important family, he had skill, he had looks, and as a result he came to feel bored with the world around him. He hardly kept such thoughts to himself. In fact, he often voiced his complaints to anyone within earshot. These complaints persisted until one day he simply disappeared, telling no one where he was going and leaving nothing to suggest his next destination. Thoughts? Much of this theory is based on the idea of genius. Ja, die Plural von Genie, ne? Geniuses being eccentric by nature. Geniuses, so, ach Leute, ist doch so einfach manchmal. There are some who say that the fighting style of Z has some resemblance to the peculiar skills used by Phantom Thief B, but in terms of credibility, this theory is barely a cut above many other similarly unusual suggestions. Still, the idea that the man beneath the mask is one from the East is certainly an interesting and exciting one, leading many to wish if it were true, even if they find themselves doubting it actually is. Okay, cool. Das war's. Oder? Nein. That brings us to the end of outlining three very different theories. Could
X, Y, or Z be the true identity of our famed phantom thief? Or is it the truth, perhaps something else entirely? The only way we will know for sure is to hear the truth from the man himself. Of course, whether we can trust anything he says is a discussion for another time. Postscript. After this article was first published, we received a card believed to be from Phantom Thief B himself at our office. The contents of the card are as follows. The truth of my identity is already within your grasp. My number reveals it all. Judging by this, it is believed that one of the 3 theories proposed is the true identity of Phantom Thief B. That said, uncovering the meaning behind his words has proven to be a trying task. Will one valiant reader be able to step forward and solve what we cannot? Only time will tell. Side Story Phantom Thief B Report finished. Ich muss dazu sagen, ich fand's nie so ultra interessant. Wer es wirklich ist. Das ist so ein bisschen wie Joker in Christopher Nolans Batman. Da gibt es ja auch eine sehr plausible Theorie, wie das ist, ne? Nämlich ein Kriegsveteran. Aber will man das wissen? Will man das wirklich wissen? Ich sage nein und deswegen gehe ich mit dem Gefühl daraus, der Phantom Thief B kann alles sein. Natürlich ist es plausibel, dass es irgendwas davon ist, aber ich finde es irgendwie schöner, wenn es einfach irgendwer ist und dieses Mysterium macht ihn größer als alles andere. Von daher, lass ihn doch sein, wie er ist. Wir müssen jetzt noch diesen Dungeon endlich zu Ende bringen. Wir müssen ja noch aufs Dach. Wir haben ja zwar unsere 3 Freunde geschlagen, aber wie wir ja gehört haben, war das noch längst nicht alles. So, use blue card key. Hier waren wir noch nicht. Und ihr kennt das Dach noch. Da sind wir zu Weissman damals gegangen, wo Estelle dann entführt wurde. Das passiert natürlich jetzt hier nicht, denn wir sind ja in Phantasma. Also es ist völlig Quatsch, dass das jetzt auch passiert. Aber, oh verdammt. Aber ich bin dumm. Wie sehr? Ja. Eieiei. Leute. So, zumindest schon mal die weg. So, und das war's. So, haben wir uns wieder aus der Misere befreit. Ich vergesse, dass man hier oben noch so lange lang gehen muss. Ich dachte, man kommt einfach relativ schnell rauf aufs Dach. Dem ist offenbar nicht so. Naja. Aber ja, damit kommen wir tatsächlich in diesem Kapitel auch noch mal ein bisschen weiter. Das ist doch schön. Restore HP EP. So, jetzt möchte ich aber einmal kurz gucken, weil wir sind ja auf der 6th Plane. Ja, guck mal, das ist aber schon noch ein bisschen was in diesem Kapitel auf uns zukommt. Also es wird mit Abstand das längste Kapitel. Ich glaube, wir sind schon bei der 7. oder 8. Folge des Kapitels, aber das habe ich ja schon mit angekündigt. Darauf kurz einen Schluck. Wunderschön. Huh? Es ging gar nicht nach draußen richtig, ne? That's strange. I was figuring the next battle would be in this room, but there's no one here. Weird. This is the top floor though, right? Not technically. There is an area for landing airships on the rooftop. We'd probably better check that too, just in case. Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine mich auch, dass der letzte Kampf auf dem Dach wäre und nicht hier. Aber ich wusste nicht mehr, dass das erst nach diesem Raum kam. Ich dachte, man kommt erst aufs Dach. Ist ja auch wurscht. Sei es wie es ist, wir kommen nun endlich dahin. You certainly took your time. Wen haben wir denn jetzt da? Ja, es ist Kilika. Oh. I knew it was you. It's good to be reunited with so many braces from Libel in one place. I hope you've been doing well since I left for the Republic. We sure have, thanks. Now, right down to business, Kevin. I take it you understand the situation without me needing to explain it? I think so. I assume you're the second guardian, Philip being the first. We need to defeat you in order to advance to the next area. Correct. I can't say I'm that fond of having to fight in an old Ouroboros base of all things. Oh well, I suppose it will have to do this time. Okay. Those are chakrams. Watch out, guys. Those are really deadly as throwing weapons. They can be used as more than simple throwing weapons. Okay, dann zeig uns mal, was du kannst mit deinen Ogre-Freunden. As the second guardian, I, Kilika Ruren, master-level student of the Taito school, will serve as your opponent. Bring it on! I'd be happy to test my skills against you. Let's do this! I give this all I've got.
Das ist wieder dieses typische bei JRPGs. Alle müssen auf jeden Fall noch was sagen. Naja. Gehen wir erstmal, Kilika. Ja, wir gehen erstmal auf die Oger drauf. Ich schätze mal, die werden am meisten nerven. Und die sollten wir als erstes wegballern. Guck mal, kommen wir sogar dran. Ja, das ist okay. Das ist okay. Alles gut. Das läuft genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Guck mal, da haben wir die Hälfte von ihm nämlich gleich schon weg. Zack. Zack. Ja, ist alles cool. Sie kann angreifen. Würde ich auf Kilika machen, weil die S-Crafts hauen wir einfach direkt auf sie drauf. Wir müssen sie früher oder später sowieso wegballern. Und ich glaube, wir kommen, wenn wir alle Angriffe auf einen Gegner konzentrieren, relativ gut voran. Ich muss mal kurz gucken, wie uns das trifft. Gar nicht mal so krass, wie ich dachte. Okay. Okay, aber jetzt so langsam könnte ich mal heilen. Ich würde es mit Analyze machen, glaube ich. Wenn das passt. Jawohl. Ja, mach erstmal auf dich selber. Ist, glaube ich, gar nicht so doof. Und danach müssen wir auf jeden Fall Estelle heilen. Und Joshua auch. Okay, Tyrion auf dich selber. Und du kannst dich, glaube ich, auch sogar selber heilen. Dann passt das doch. Dann haben wir eigentlich alles so, wie ich das möchte. Kevin kann auch noch ballern. Spear of Lower. Bitteschön. Zack, 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 zack. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt hauen wir wieder alle auf den Dämonen drauf. Nochmal, die Taktik würde ich genauso machen, wenn ich normale Figuren hätte. Nur dann würde auf jeden Fall noch mehr Fingerspitzengefühl da sein. Man müsste mehr Verteidigungsarts benutzen. Man müsste ein bisschen mehr auf die Stellung auf dem Schlachtfeld achten. Also es gibt schon Unterschiede, immer noch. Also jetzt ist es halt wirklich, wir konzentrieren einfach unsere Kraft. Das würden wir sonst auch machen, aber eben mit einer höheren, wen wollte ich jetzt nochmal? Ich glaube, es ist Teil, ne? Aber mit einer höheren Varianz in unseren Angriffen und unseren Zaubern. Das ist jetzt sehr rudimentär, was wir tun. So, bitteschön. Und den nehme ich auch gleich weg. Jawohl. Und dann können wir uns komplett auf Kilika fokussieren. Dadurch, dass wir die schon angegriffen haben mit den ganzen S-Crafts, ist es auch gar nicht mehr so viel. Ich würde jetzt tatsächlich keine S-Crafts mehr benutzen, sondern einfach draufballern. Dann sammeln wir uns noch ein paar CPs schön an. Und gleichzeitig haben wir schon gut vorgearbeitet, sodass wir hier überhaupt nicht in Gefahr laufen, irgendwas noch herzugeben. Tada! Gute Taktik, ich weiß. Und nochmal, die grundsätzliche Taktik hätte ich auch so gemacht, nur eben, wir hätten sie anders angehen müssen. So. Oh dear, I see taking a break and my training has finally caught up with me. I thought I was sure to win if I didn't hold back, but I've overestimated my own abilities. I wouldn't be so sure of that. You really gave us one crazy fight. If this is what you're like after a break, I dread to think what kind of monster you were at your peak. That was some kind of learning experience, if nothing else. You fought spectacularly, Kilika. Perfekt ausgesprochen, ich weiß. Well, the time to say our goodbyes has come. With my defeat, you're now halfway through the trials of the sixth plane. Just be sure not to let your guards down. I'm sure the greatest challenges are very much still to come. Farewell. Let us meet again one day. Okay, tschüss. In diesem Sinne, darauf einen Schluck, ne? Phew, she's just as merciless a fighter as she is a guild receptionist. It was my first time fighting her, but I can only hope it's the last. It's hard to believe that wasn't even the real Kilika. Anyway, we should be able to enter the next area now. I don't know about you guys, but I'm exhausted. What say we go back to the garden before we keep going? That sounds like a plan.
Ja, würde ich auch sagen. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall alles erreicht. Ich kann noch mal auf dem Dach hier ein bisschen rumgucken. Nicht, dass hier noch eine Truhe rumsteht. Das kann ich nicht sagen. Davon abgesehen, glaube ich, haben wir auch alles gemacht. Ne, hier ist nichts mehr. Okay, dann ab in the Base Area. Base. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wer ich jetzt als nächstes mitnehmen soll. Das ist ein bisschen doof, ne? So ist das Leben. Ach, guck mal, wir können es auf jeden Fall auch heilen. CP was restored to maximum. Das ist auch schön. Dann bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als zu Herbsanic Root. Doch, war Herbsanic Root. Ist ja auch wurscht. Zum Dingens hier zu gehen. Und ja, wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wen wir überhaupt brauchen dafür, ne? Okay, wir können gerade... Ah, verdammt. Zack, erstmal die Kleinen wegballern. Oh je. Können wir das impeden? Habe ich einen Impede hier? Leider gar nicht. So ist das Leben. Naja. Dann jetzt einfach draufballern. Hilft ja nichts. Weg mit dir. War ein bisschen dumm von mir, aber das kennt ihr ja. Ist ja nichts Neues. So. Viel wichtiger ist aber die Frage, ist das die richtige Statue? Nee, ne? Nothing's written on the noble monument. Okay, dann ist das hier schon mal falsch. Ich würde jetzt hier lang gehen und hoffentlich... So, warte mal. Im Süden hier, wa? Ach, diese Dinger hier, ey. Zack und zack. Ich habe aber auch kein Ornament drin, das mir auf der Karte oben rechts anzeigt, wo die Sachen sind. Nee, ich glaube, hier waren wir schon, oder? Das kommt mir bekannt vor. The front menu is glowing. Step away. Ja, wenn da nichts vorgelesen wird, dann waren wir da auf jeden Fall schon drin. Ich glaube, das war das, wo wir gerade rauskommen, wo wir Analyze für gebraucht haben. Die brauchen wir auf gar keinen Fall gleich. Ach, Leute. Ja, nee. Sorry. Gar keinen Bock drauf. Das ist mir jetzt gerade zu blöd. Das heißt, wir müssen jetzt in den Norden? Nee, da kommen wir ja her. Dann müssen wir doch nochmal hier lang. Doch nochmal hier lang. Und hier in den Norden. Und hoffentlich finden wir dann endlich unser Monument. Ja, jetzt habe ich die Karte einmal nicht ausgepackt und zack, verlaufe ich mich. Ach, nö. Es tut mir leid, aber nee. Normalerweise, ich will nicht so oft fliehen, das ist mir schon klar, aber ehrlich gesagt, gar keinen Bock jetzt auf diesen Mist. Das war rot, ne? Das war das erste. Das heißt, im Süden wird jetzt das nächste sein. Ach, Kinder. So. Oh, und den ganzen Weg hier muss ich auch nochmal laufen, weil wahrscheinlich habe ich gar nicht den dabei. Also mit ein bisschen Glück haben wir den ja dabei, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass dieses Glück mir vergönnt ist, dass wir jetzt direkt den richtigen auch dabei haben. So, schauen wir mal. The face of the monument is glowing and words are visible upon its surface. The Lord of Phantasma does decree. Here lies the impregnable fortress. Place your hand on this monument, the divine blade's successor among your number. Ah, okay. Komm, der ist einfach. Great. Don't have a clue what impregnable fortress could be referring to, but I think we all know who we're gonna need to have with us this time. Yep, no one else but Richard fits that description. Glad to see we're on the same page. Then let's head back to the garden and ask him to come with us. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich jetzt mal ziemlich einfach. Aber gut. Das gehört ja auch mal dazu, ne? Also, zack. Bye bye Analyze. Wir brauchen Richard. Okay. Ach, kriegen wir sogar eine kleine... Genau. Me, the Divine Blade's successor? But I suppose there's no point in debating if I am fit to be called his successor. No one else seems to match this description after all. I'd be happy to accompany you when you return to that monument. Thanks. Ja, ne, finde ich nämlich auch diesmal relativ klar. Aber die Frage ist jetzt so ein bisschen...
Habe ich den schon equipped? Nein, habe ich nicht. Battle Supercoach. Nehmen wir das. Garden Armor. Bevor es geht, das hat er. Okay, dann brauchst du jetzt mal bitteschön das. Ich gucke gerade gar nicht mehr drauf, was es macht. Hauptsache prevents Death Blows. Das ist schon mal nicht verkehrt. So. Und dann müssen wir wieder hier hin, und zwar Monochrome Erbsine Route. Diesmal wissen wir auch ganz genau, wo wir hinzugehen haben. Und zwar hier lang, dann in den Norden. Diese Statue lassen wir mal schön da stehen. Da laufen wir drumherum. Rein in den Weg. Und jetzt in den Süden. So, bitte nicht schon wieder in irgendeinen blöden Kampf reinziehen lassen. Gar keinen Bock drauf. Also es ist nicht so, als ob wir das nicht gewinnen. Im Gegenteil, aber es ist einfach nervig. So. Genau, the Lord of Phantasma's decree. He lies the impregnable fortress. Place your hand on this monument, the Divine Blade's successor among your number. Okay. Touch the monument. Und es funktioniert. So, was bedeutet denn die impregnable fortress? Now that riddle makes sense. What better place to describe as an impregnable fortress than this? Leiston Fortress wahrscheinlich einfach, ne? Impregnable Fortress. Ja, es ist Leiston Fortress. Good old Leiston Fortress, huh? I can already tell we're gonna get a real fun welcome here. Well, aren't we in for a treat? I think it's safe to say that whoever is waiting for us, I can think of a few who maybe, we're going to need to give the battles our all. This isn't an area we can conquer with anything less than top form. Tell me about it. This is going to be quite a challenge. So ist es. So, erstmal hier wieder restoren. Ich glaube, irgendwer hatte glaube ich, was bekommen. Kann mich auch täuschen. Warte mal, wir machen natürlich wie immer den Trick. Guck mal, man kann die Straße zurücklaufen? Ernsthaft? Ich wollte eigentlich gerade was an... Ja, guck mal, hier ist sogar eine Truhe. Ja, geil. Serum Capsule, sogar sehr gut. You've taken away my one purpose in life. Hehehe. Ja, cool. Das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Und wir gehen rein. Warte mal. Ne, ich dachte, da oben wäre vielleicht auch noch irgendwie eine Truhe oder so. Ist es aber gar nicht. Naja, so ist das Leben. Und wir sind mitten in der Festung. Kann man eigentlich hier schon hin? Landing Port. Da ist auch eine Truhe. Wait. That sounds like... Everyone, spread out. Okay. Einfach mal kurz ein Luftschiff. Oh oh. We don't stand a chance. Indeed, we have nothing to gain by staying here any longer. Retreat. Okay, also ich kann hier noch gar nicht rein. Aber das müssen wir uns unbedingt merken, denn da steht eine Truhe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe das schon. What were we even supposed to do against that? That thing was just crazy. We didn't stand a chance. I doubt we're meant to do anything against it. It's more likely to serve as a warning that we shouldn't go this way for now. How about we investigate elsewhere instead? Works for me. As long as we're alive, there's always a chance we'll be able to get through here later. So nämlich. Okay, da sind nur Doggos, die kennen wir noch. Das ist ein super Doggo, den kennen wir jetzt nicht unbedingt, aber das Einzige... Oh, shit. Das Einzige, was halt hier interessant wäre noch, dass ob wir hier irgendwo noch eine Truhe haben. Okay, ja, du bist tot, das ist okay. Barracks. The Barracks. Ich muss mal kurz das gucken. Ich hätte mir halt echt mal aufschreiben, eine Karte diesmal raussuchen sollen, weil auf diesem großen Feld ist echt gar nicht so einfach. Ach, guck mal, da steht auch einfach eine Truhe in der Mitte rum. Kann man auch machen. Masterbeats. No, you can't return it. You don't even have the receipt. Oh, shit. Ja, das war nicht so gut von mir. Aber diese Doggos sollte ich dafür relativ einfach weghauen können. Ja, komm, zack, weg. Weg. Das war's schon.
Jetzt muss ich mal kurz gucken. Norden, da geht's in den Norden. Und hier müssten eigentlich nur noch der Kapitän sein. Dann würde ich sagen, gehen wir als erstes hier in diese Baracken rein. Kann ich gar nicht. The door is locked. Wenn die anderen jetzt auch gelockt sind. Ich laufe aber auch gerade in jede Falle rein, oder? Ja. Und ja. It's okay. Habe ich verstanden, dass ich das doof gemacht habe. So, gucken wir mal hier. Ist auch gelockt. Okay, wir müssen also direkt hier in den Norden gehen. Ist gar nicht so groß, ne? Naja, aber das werde ich mit zum Anlass nehmen und sagen, hier machen wir einen kleinen Cut. Bedeutet, wir haben für die nächste Folge auf jeden Fall erstmal Story vor uns und wir müssen ja auch noch ein bisschen was in Kapitel 6 schaffen, denn wir haben auch noch 2 solcher Dungeons vor uns. Wenn das hier aber Leiston Fortress ist, wird es vergleichsweise kurz sein, weil es gibt ja nicht viel. Es gibt jetzt den Norden, es gibt noch die Baracke und das, wo Sid, der Commander, drin ist, oder jetzt eben auch unser guter alter Fuddy von Estelle und Joshua. Das kann ich mir nicht so lang vorstellen, sagte er, wohl wissen, dass auch hier noch Türen stehen können. Das sind die einzigen, die uns hier ein bisschen rausreißen können. Aber hey, wir kommen voran. Wir werden das hier relativ schnell machen. Ich weiß nicht mehr, was das letzte ist. Es könnte wieder ein bisschen länger werden. Das gesagt. Ich hoffe, wir sind mit Kapitel 6 dann nach und nach auch langsam durch. Und dann geht es schon Richtung Finale. Also sagen wir mal so gute 10, 15 Folgen, dann sollten wir durch sein. Ist jetzt so meine professionelle Einschätzung und ich hoffe, ihr habt auch noch Bock drauf, denn danach geht's in die Crossbuild-Duologie und dafür lohnt es sich wirklich dran zu bleiben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr genießt den Ritt des Wahnsinns durch Trails in the Sky the Third und ich sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und tschüss.